musste auf einmal Sally körperlich zurückhalten. Dass sie nicht auf jemanden losgeht. Hallo. Hallo. Es ist bald Halloween. Und das ist Kati, was nichts mit Halloween zu tun hat. Aber heute machen wir einen Kürbis. Und dafür ist Kati da, weil das ist eine Tradition von uns. Ja. Die wir überhaupt nicht jedes Jahr machen. Einmal gemacht. Echt. Es ist eine Tradition, die wir einmal gemacht haben und jetzt wird es Zeit, sie wieder zu machen. Ich habe auf Instagram gefragt, ob ihr Fragen habt an Kati und mich und uns, weil wir waren zusammen in der Schule und wir haben zusammen gewohnt. Also Kati weiß alle Dirty Secrets über mich. Sally hat auf einmal Stress bekommen. Da hat sie bei ihrer Mutter angeschwärzt, dass sie immer so düstere Sachen trägt. Und so aufreißen. Wir hören jetzt erst aus, ne? Ja. Okay. Ja. Ja, ich hätte jetzt erst angezeichnet, aber es macht gar keinen Sinn. Außerdem habe ich hier auch ein professionelles Kürbisschnittset, was bestimmt nicht nur wenige Euro im Internet gekostet hat, sondern sehr professionelles. Ich bin ein bisschen neidisch darauf, dass dein Kürbis unten flach ist, weil ich habe jetzt hier so einen Penis unten dran. Mit der leider. Ich stelle jetzt einfach mal drauf los, ja? Das ging sogar durch. Guck mal, wie leicht es damit geht. Ja. Wie gut ist es bitte? Das ist echt eigentlich ein shitty Set gewesen. Seriöse Arbeit, da muss man ernst nehmen. Ja. Also jetzt geht die Schmotzerei hier los. Das ist richtig. Ja. Geil. Also zur Backstory. Wir kennen uns aus der Schule seit der 5. Klasse. Kati hatte ein Silbermond-T-Shirt an, als ich sie das erste Mal gesehen habe und dann fand ich sie cool. Dann habe ich mich neben sie gesetzt, als wir so ein Kennenlernspiel gemacht haben. Ja. Und dann habe ich dich direkt zu meinem Geburtstag eingeladen. Ja. Und du warst voll geehrt. Ja, das war im Dezember, wir haben uns im September September kennengelernt. Was kann man dir denn tun? Ja, was willst du? Die wichtigste Frage zuerst. War Schruppert eine Zicke? Ich würde sagen, nein. Beziehungsweise ich würde sagen, alle Teenager sind Zicken. Ja, das stimmt. Aber also von uns beiden war warst tatsächlich schon eher du ich. die Zicke. Was war das Peinlichste, was dir oder euch in der Schullaufbahn passiert ist? Tatsächlich glaube ich, dass die Dinge, die uns früher peinlich waren, nicht die Dinge sind, die uns jetzt peinlich waren. Was war denn das Allerpeinlichste? Das wäre so. Also ich fand unseren Auftritt beim Herbstfest ziemlich peinlich. Boah. Es ist hart drüber zu reden, ne? Also der London-Bridge-Auftritt, der war mit Abstand der schlimmste. Ja. Also wir hatten so ein Schulfest und da konnte man auftreten. Und da dachten wir, wäre es eine gute Idee, wenn wir da singen, was wir eigentlich schon konnten, aber halt nicht so gut, dass man jetzt sagen könnte, es wäre eine gute Idee, auf diesem Herbstfest aufzutreten. Vor allen Dingen, weil wir keine Begleitung hatten und dann den schlechtesten Song jemals gewählt haben, um ihn auf einem Schulfest zu performen, weil er nicht mal singbar ist, weil er auch einfach nur gerappt wird eigentlich. Wir waren wir 13? 12? Zu jung eigentlich für so einen expliziten Song. Es hat auch wirklich lang gedauert, bis ich den Song wieder hören konnte. Ja. Lieblingslied von My Chemical Romance. When I was a young boy. Aber ich glaube, Teenagers war mein Lieblingssong. Ja. Das war ein ikonisches Lied. Was habt ihr in den Pausen so gemacht? Shit-talked? Also der Teil ist irgendwie nicht so spaßig. Überhaupt nicht. Wären wir Profis, hätten wir es jetzt einfach schon vorbereitet. Klar. Hat Sally sich mehr auf Schule oder mehr auf Musik konzentriert? Das klingt, als ob ich so eine Musikkarriere hatte. Es gab aber auch Zeiten, wo wir einfach im Unterricht Musik gehört haben. Aber das war dann in Fächern, wo wir schon aufgegeben hatten, so in Latein. Latein, bevor wir dann uns entschlossen haben, es bis zum Abi zu nehmen, weil es immer noch besser war als Französisch. Wie würdest du Sallys damaligen Look beschreiben? Emo. Sehr emo. Punkt. War Frau Schruppi, bitte nennt mich nie wieder so, war Frau Schruppi ein Jungsmagnet? Ich habe immer versucht, einer zu sein, aber bei uns in der Schule gab es halt auch nur Idioten. Konnten es nicht so appreciaten. Nee, Magnetismus? nee, komischerweise. Hat unsere Schruppert zu den komischen oder von allen angemeldeten Kids gehört? Der fühlt sich zu den komischen. Wir waren alle sehr komisch. Ja.
Und wir sind auch sehr aufgegangen in der Rolle als Außenseiter. Also wir haben es dann schon irgendwann auch zelebriert und darauf angelegt, weil... Ist der Ruf fast ruiniert? Wart ihr oft zusammen auf Konzerten und Festivals? Ja. Ja. Wir waren nur zusammen auf Konzerten und Festivals. Sally ist wahrscheinlich die Person, mit der ich auf den meisten Konzerten war. Das stimmt. Wir waren auch zusammen auf unserem ersten Konzert, also auf dem ersten richtigen Alleine-Konzert. Du warst davor schon Ich war mal. auf der Silbermond Ja. in der 3. Klasse. Aber unser erstes Konzert war Billy Talent. Ja. Und das war ziemlich cool. Und dein Date hat uns begleitet und dann verloren. Da waren wir ja sehr traurig. Wie Da blöd. mussten wir alleine auf dem Konzert sein. Oh nein. Und auf Festivals war ich das erste Mal mit dir auf dem 48er. Das erste Festival ist meistens das Beste. Ja, weil es so viele Sachen sind, die man noch nicht kennt und Ja. so aufregend sind. Ja. Ich vermisse diese Neuheit, die man immer hatte Ja. früher auf Festivals. Ja, ich meine, das 20. Festival ist halt nicht mehr dasselbe. Nee. Nee. Oha. 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 Lass mal versuchen, alle Konzerte aufzuzählen, wo wir je zusammen waren. Alter. Billy Talent. In Pretty Reckless. Bei Lord, bei Lana Del Rey. Bei den 257ers. Wir waren bei Trailer Park. Auf der Never Say Die Tour. KZ-Konzerten. Wir waren mal bei Broken Side. We Butter the Bread and Butter. Ja. Bei Kraftklub waren wir auch noch. Ist nicht so leicht. Voll nicht leicht. Hat Sally mal einen Verweis bekommen? Wenn ja, wofür? Nee. Nee, ich glaube nicht. Dafür war ich nie rebellisch genug. Hatte sie öfter Stress mit Lehrern? Nein. Sally hat auch einmal Stress bekommen. Mit einem Lehrer. Der hat sie bei ihrer Mutter angeschwärzt, dass sie immer so düstere Sachen trägt. Und so aufreißen. Oh, stimmt! Oh mein Gott, den habe ich vollkommen vergessen. Ich weiß nicht, also wie ihr euch Sally so als Person vorstellt, aber sie ist jetzt niemand, der irgendwie Stress anfängt. Also ich weiß nicht, ob du ein Gangster-Image versuchst, irgendwie im Internet aufzubauen, aber ich muss es jetzt mal kaputt machen. Aber, Kathi, erinnerst du dich an diese eine Mittagspause und diese 5 Klässler? Da haben wir mal gezeigt, wo der Arm hängt. Ja. Da waren wir in der Mittagspause und dann gab es da irgendwie so komische 5 Klässler, dachten sie müssten jetzt in den Trend einsteigen und uns auch irgendwie dissen. Und wir waren so mit 8 oder so. Und die saßen da so mit ihrer Capri-Sonne und haben irgendwas Dummes gesagt. Und dann bin ich hin und habe den einen seine Capri-Sonne weggenommen und habe sie ihm über den Kopf geschüttet. Dann waren sie leise. Ich musste auf einmal Sally körperlich zurückhalten. Dass sie nicht auf jemanden losgeht. Aber das war Aber nicht das in war der Schule. einmal. Das war nicht in der Schule. Aber sonst ist Sally keine Person, die auf Konflikte. Nee, ich bin absoluter Konflikt- und Streitvermeider. Peinlichstes Erlebnis mit Sally. Irgendein dummes Versprechen. Ich weiß, eine ziemlich lustige Geschichte. Wie du ich war bei Sally und dann hat sie bei der Bücherei angerufen. Und dann wollte sie ihre Bücher verlängern. Und sie hat dann aber am Telefon gesagt, hallo, hier ist Selina Geiser, das ist nicht so lustig. Ich würde gern meine Bücher verleihen. Und wenn wir halt so 12 waren, das ist das Lustigste, was wir uns vorstellen konnten. Was ein Versprechen! Aber es war schon lustig, weil so als ob ich so eine Bücherei anrufen würde und frage, ob ich die Bücher, die ich da ausgeliehen habe, auch jemand anderem leihen darf. So eine Konkurrenz aufmachen. Fuß zurück. Sehr lustig. Oh, ich weiß auch noch eine Sache. Im Englischunterricht habe ich mal so ein Referat gehalten und habe so ein Kreuzworträtsel vorbereitet, wo man so, ich weiß nicht, wie das heißt, wo man so Wörter finden muss in so einem Raster voll mit Buchstaben. Und es ging ums Tauchen und es waren so Spezialbegriffe und alle Wörter wurden schon gefunden und eins hat noch gefehlt. Und aus Versehen war aber in dem Kreuzworträtsel auch das Wort Titte drin. Und ich hatte vorher extra geprüft, ob nicht aus Versehen irgendwie ein Wort zustande kam. Ich saß im Klassenzimmer und es haben immer mehr Leute gemerkt. Und man hat gemerkt, dass Sally gemerkt hat, dass es immer mehr Leute gesehen haben. So lustig, es war nur so eine Frage der Zeit.
Das ist unsere Lehrerin, Zwerg, hat es nicht gesehen. Nee. Haben wir nicht gesehen. Nee. Ja, übrigens, bam, 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 ich bin auch fertig. Oha, guck mal, wie sauber die geworden sind. So. Voll. Ja. Dann testen wir das jetzt. Wir haben leider keine Teelichter oder nur eins. Ja, guck mal. Super. Ja, Mann. Okay. Oh mein Gott, das sieht voll gut aus. Schreibt in die Kommentare, welcher Kürbis schöner ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann Daumen nach oben und so. Und für mehr Kürbisvideos, nein. Ja, dann danke ich dir für diesen Gastauftritt. Schön. Was kann ich noch sagen? Folgt Katja auf Instagram unter Black Metal Cheerleading. Und dann sehen wir uns nächste Woche beim nächsten Video. Und schöne Halloween! Feiert schön. Oh, meine Kerze ist ausgegangen. Oder? Irgendwas hat gebrannt. Es hat plötzlich angefangen zu qualmen. Help. Tschüss!